Moin zusammen, ich bin David von der Firma Envise. Viele von euch kennen unser Indivitara sicherlich schon. Nach 7 Jahren haben wir uns mal gedacht, jetzt wird es Zeit für ein Installationsvideo und eine Anleitung, wie man das Indivitara am besten verklebt. Wir werden das an unserem neuen Projektwagen zeigen, dem Cayman. Wir werden dort unter anderem den Dachhimmel, ein bisschen was an den Türen und die Einstiegsleisten machen. Wir sind hier mal wieder bei unseren Freunden von Rapcrop, weil sie einfach den besten Showroom haben, um sowas abzudrehen. Viel Spaß! So, ich zeige euch mal eine Übersicht unserer Stand Mai 2025 vorhandenen unterschiedlichen Indivitara-Sorten. Nicht jede Indivitara-Variante, aber auf jeden Fall jede Sorte. Wir fangen an mit dem ganz normalen Indivitara Premium. Das sind die Uni-Stoffe. Diese Stoffe gibt es alle auch als kaschierte Variante, das heißt mit Schaumstoff und dann auch in der neuen Version mit Netz auf der Rückseite. Das heißt, ihr habt es leichter beim Abziehen. Dann gehen wir weiter zum Indivitara Design. Das Design ist eine Version mit Perforierung. Dann gibt es 2 Perforierungen, einmal die Diamond und einmal die Honeycomb. Davon gibt es ja eins der neuesten, das ist das Indivitara Design Quilted. Das heißt, es ist eine gesteppte Variante, das ist Schaumstoff bzw. Watte innerhalb der einzelnen Flächen. Ihr seht das, dass es hier eine Erhebung gibt. So, gehen wir weiter zu den Indivitara Art Stoffen. Das ist unser Indivitara Stoff mit Digitaldruck veredelt. Da haben wir so viele verschiedene Designs, da kommen immer neue hinzu, also laufend. Jetzt neu gibt es dieses Indivitara Art auch als Indivitara Art Foam. Selbe Nummer, kaschiert mit Schaumstoff. Und dann kommen wir zu unserem Herzstück, das Indivitara Stitch. Wie ihr seht, da gibt es echt eine Menge und das sind noch nicht mal alle, die wir aktuell haben. Unser Indivitara Stoff mit Nähten veredelt. Und davon gibt es jetzt als neuestes das Indivitara Stitch Quilted. Das ist so das Nonplusultra. Ihr seht, man sieht die Erhebungen sehr, 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 sehr gut. Und das ist so ungefähr in unseren Augen absolute Sattlerklasse. Das war's. Wir haben uns für das neueste Indivitara Stitch Quilted entschieden. Und wahrscheinlich wird es eine Mischung aus Indivitara Stitch Quilted, dann dem normalen Indivitara und dem Indivitara Art im Hahntritt. Ein paar Worte zu den häufigsten Fehlern beim Verkleben des Indivitaras. Erstens Untergrund. Ist der Untergrund nicht glatt, das heißt so glatt wie eine lackierte Dekorleiste, Metall oder Glas, nutzt ihr zusätzlichen Sprüh- oder Streichkleber. Der muss bitte hitzebeständig sein. Es bringt nichts, einen Streich- oder Sprühkleber zu nehmen, der nur 60 Grad ab kann. Dann habt ihr im Sommer wahrscheinlich nicht viel Spaß damit. Zweitens, ihr braucht sehr scharfe Messer. Wir bringen in naher Zukunft neue Messer raus. Dazu mehr in der Artikelbeschreibung, verlinken wir sonst. Ihr werdet morgen auch schon sehen, wie scharf die sind. Damit kriegt man wirklich sehr gute Schnitte hin. Drittens, das Material ist dehnfähig. Angefangen beim Indivitara, bei dem normalen Indivitara Premium, bis zu 90%. Bis hin zum Indivitara Stitch Quilted mit den mehreren Lagen, mit der Watte und mit den Nähten. Da sind es nur noch 60%. Das bedeutet aber nicht, dass ihr wie blöde alles runterstretchen solltet, weil dadurch erhöht sich auch die Spannung zum Untergrund. Soll heißen, habt ihr einen Dachhimmel, der als Beispiel Vertiefung hat, Angstgriffe, also die Haltegriffe oder von den Sonnenblenden, dann bitte klebt nicht außenrum erstmal alles fest und drückt dann mit aller Kraft runter. Denn dann habt ihr da automatisch Zug und es kann sein, dass der Kleber, den ihr aufgetragen habt, nicht ausreicht. Das ist viel besser reinlegen in die Sicken und dann außenrum kleben. Ganz wichtiges Thema, arbeitet bitte, gerade wenn ihr anfangt, mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt bei einem Dachhimmel. Euch werden im Laufe des Verarbeitens immer mal wieder Momente aufkommen, wo ihr eine dritte, vierte oder fünfte Hand braucht. Wenn ihr das Material abzieht vom Trägerpapier, dann ist es super, super wabbelig. Und wenn es an sich selbst klebt, dann kriegt ihr das nur mit Mühe und Temperatur, Hitze wieder auseinander. Spart euch diese Arbeit, weil irgendwann zerknüllt ihr das Ding, schmeißt in den Müll und kauft neu oder lasst es. Das wäre schade. Deswegen arbeitet lieber mit 2 oder 3 Personen und dann habt ihr das Problem nicht. Wichtig, verklebt es bitte um die Ecke. Das sollte eigentlich jedem klar sein, aber wenn ihr es um die Ecke klebt, wenn möglich, es gibt natürlich auch Stellen, wo ihr das nicht könnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer, dass es sich wieder löst, dass man dagegen kommt mit den Fingern oder womit auch immer und es wieder hochrubbelt. So, jetzt zeigen wir euch
wie der Wagen so aussieht und dann seht ihr, wie er am Ende aussieht. Wie ihr seht, haben wir den Dachhimmel jetzt ausgebaut. Der Beifahrersitz musste unbedingt deswegen raus. Wir nehmen den Streichkleber und pinseln den jetzt in einer Schicht erstmal ein. Wir tragen erstmal eine Basisschicht auf, damit sich das Material vollsaugt. Wenn die durchgetrocknet ist, gibt es noch eine zweite leichte Schicht. Die lassen wir ablüften. 10-15 Minuten, bis der Kleber keine Fäden mehr zieht, wenn man mit der Hand drauf geht. Und dann kommt das in die Vitara drauf. So, erste Schicht Kleber. Auf die Frage, wie viel Kleber brauche ich denn eigentlich so in der Dose? Das war jetzt fast eine gesamte Dose, weil der Untergrund sehr saugend war. Die lassen wir jetzt trocknen, komplett trocknen. Und die dient als Grundlage für die zweite Schicht, weil der Kleber schon mal super an dem eigenen Kleber hält. Zweite Schicht Kleber, der ist komplett trocken. Der darf jetzt auch ein bisschen dünner drauf. Er hat leider so Fäden gebildet, als er getrocknet ist eben. Müssen wir ein bisschen doll verstreichen. Bei dem in die Vitara Stitch Quilted ist das nicht so wild, aber wenn ihr das normale, das dünne nehmt, oder die Art-Version oder die Design-Version, die perforierten, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht solche Kleberklumpen habt, weil sonst drücken die durch, je nachdem wie dick sie sind. Also bevor ihr die zweite Schicht auftragt, macht ihr mal einen kleinen Test, wie breit das Material sein muss und ob euch das Material, was ihr eventuell zugeschnitten habt, nicht zu klein ist. Weil jetzt, wenn es klebt, ist natürlich doof, so einen Test zu machen. Jetzt arbeiten wir zu dritt das Ganze ab. Los geht's. Bei den Wölbungen manchmal nicht hin, dass sich das Material halt nicht wellt. Mal gucken, wie es sich mit der Zeit noch legt. Aber schaut mal hier, man kriegt es auch hin, dass es nicht so ist. So, jetzt geht es an diesen Bereich. Das Problem ist, das ist alles ein Teil, weswegen wir hier einfach nur ein Stück einkleben und eine saubere Schnittkante machen. Und dann gucken wir mal, wie wir das finden. Und wenn nicht, fliegt das hier halt wieder raus.
Dann haben wir hier noch Kunststoffteile, die nicht sehr glatt sind, aber auch nicht sehr rau. Also ist nicht ganz glatt wie eine Dekorleiste, ist aber auch nicht ganz rau. Dann nehmen wir Kunststoffprimer. Und zwar an den Stellen, die besonderen Halt benötigen. Also den Rand zum Beispiel und diese Sicke, die machen wir auch noch. Der Primer sorgt halt dafür, dass der Untergrund mit dem Kleber besser reagieren kann. Wir bekleben jetzt die Dekorleiste, die ist aber viergeteilt. Und wenn ihr das Muster perfekt angleichen wollt, dann macht ihr das bitte so, dass ihr einen Teil der Dekorleiste beklebt, dann Material für die nächste Dekorleiste nehmt, das Material aber aufklebt auf den anderen Stoff, der schon verklebt ist. Dann dreht ihr die beiden um, die beiden Leisten, oder die Leiste plus die beiden Stücke in die Vitara. Und dann klebt ihr die andere Leiste von hinten ran und dann schneidet ihr den Überstand ab. Fertig. So, einmal zu zweit eben halten, abziehen, geht immer schneller. Einmal schön ein bisschen mit Spannung drauf. Ein sehr dankbares Teil. Und auch hier gilt, nach ein paar Schnittmetern immer die Klinge abbrechen. So, hier seht ihr die Einstiegsleiste. Wie gesagt, ein sehr, sehr dankbares Teil. Das ist gut für Anfänger. So, wir sind fertig mit allen Bauteilen. Hier seht ihr die A-Säulen, den Türgriff, die Strebe. Einstiegsleisten seht ihr hier. Hier seht ihr nochmal eine Verkleidung hinterm Sitz und wir bauen jetzt alles ein. Wir sind fertig. Wir haben
nun alles wieder eingebaut. So, hier noch ein bisschen die Dichtung richten. Zack. So, also, wir sind fertig. Das Ergebnis lässt sich wahnsinnig gut sehen, glaube ich. Was haben wir gemacht? Wir haben im Indivitara Art eine Leiste, die es an der Tür nicht gibt, gemacht. Eine einzelne Blende, Türgriff. Dann haben wir die Dekorleiste vorne um die Schalteinheit. Die Dekorleiste beim Getränkehalter. Dann auf der anderen Seite natürlich wieder. Das alles in Indivitara Art Hahnentritt, schwarz-weiß. Dann haben wir hier die Strebe, die hier oben beim Cayman ist, auch mit Indivitara Art Hahnentritt verklebt. Dann haben wir in schwarzem Indivitara Premium hier so ein kleines U an der Tür, beim Türgriff gemacht auf beiden Seiten. Den Einstieg, die Leiste, Fahrer- und Beifahrerseite. Dann haben wir hier so kleine Blenden, die die Sicherungskästen verdecken. Haben wir auch damit gemacht. Und hier die Verkleidung. Also quasi vom Einstieg, dann die Verkleidung hinten, dann hier in der Mitte eine Verkleidung, die einmal rüber geht. Und dann das Sahnestück, der Dachhimmel und die A-Säulen mit unserem Indivitara Stitch Quilted Diamond Ebony. Das heißt schwarze Naht mit Diamanten, Rauten. Und das hat das Auto, wow, ganz schön nach vorne gebracht. Es sieht sehr, sehr viel wertiger aus. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was man mit dem Indivitara bekleben kann und vor allem wie. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Kommentare. Danke euch.